Das hier ist so ein kleiner Teil außerhalb einer Kirche, was hier als Essensbank genutzt wird. Normalerweise werden hier Spenden ausgelegt für Bedürftige, sodass man, wenn man hierher kommt, teilweise Lebensmittel findet oder andere Sachen, die halt irgendjemand gespendet hat. Also oftmals von den Leuten, die hier zur Kirche gehen. Der Bedarf ist groß hier in Toronto und viele Leute sind darauf angewiesen, ihre Lebensmittel von solchen Spenden zu beziehen. Hallo zusammen vom Dundas Square in Toronto. Momentan noch der Dundas Square, wird allerdings demnächst umbenannt in Sanfoku Square. Es gab vor kurzem hier so ein bisschen eine kontroverse Diskussion, ob man den Platz hier in Toronto benennen soll. Da der nach einem, ich glaube, schottischen Politiker benannt wurde, der mittlerweile mit der Sklaverei in Verbindung gebracht wird. Also hat man, glaube ich, irgendwann früher diesen Jahres etc. beschlossen, den Platz umzubenennen. Der Dundas Square ist gegenüber vom Eaton Center und einem der beliebtesten, das größte Einkaufszentrum in der Mitte von Toronto, also Downtown. Hier gibt es alle möglichen Geschäfte, Restaurants etc. Und hier ist auch immer viel los. Gibt es Leute, die Musik machen, predigen oder auch sonst irgendwelche Sachen veranstalten. Der Platz wird auch oft genutzt für Demonstrationen, für gewisse Events und sind immer Leute, die hier rumlaufen und einkaufen gehen oder gibt es viele Restaurants und Theater in der Nachbarschaft. Eines der älteren Viertel hier in Toronto, wo man leider mittlerweile auch ziemlich viel sieht, was die Auswirkungen von Corona und insgesamt Inflation und so weiter hier in Toronto. Die Wohnungen hier sind mittlerweile schwer zu kriegen. Also es ist alles sehr teuer und es gibt nicht genug Wohnungsraum. Der Platz hier die Umbenennung des Platzes wird, glaube ich, durch Spenden oder soll durch Spenden finanziert werden, was wie gesagt auch ziemlich kontrovers ist hier, weil momentan die Leute alle drüber klagen, dass hier alles ziemlich teuer geworden ist. Also hier gibt es viele Sachen, die definitiv mehr Geld kosten als noch vor ein paar Jahren. Wie gesagt, Wohnungen ist eins der Themen, was hier gerade so in aller Munde ist, weil der Wohnraum begrenzt ist und Wohnungen recht teuer sind, insbesondere wenn man irgendwo in der Nähe von Downtown oder in der Nähe von U-Bahn-Stationen etc. wohnen möchte. Man sieht hier leider auch gerade in den letzten Jahren einen Anstieg an Obdachlosigkeit und Leute, die auf der Straße wohnen, durch
bedingt durch viele verschiedene Faktoren. Aber dass hier alles recht teuer geworden ist, ist halt eins der Gründe. Inflation beziehungsweise eine Wirtschaftskrise. Und generell kann man sagen, dass sich Toronto schon während Covid schon einiges verändert hat. Die generelle Tendenz ist schon, dass es einfach schwieriger ist für Leute, hier in der Stadt zu leben. Gerade Sachen, die früher halt auch normal waren, dass man auswärts isst, dass man irgendwelche Theater, Kinos etc. besucht. Das ist für viele Leute in Toronto mittlerweile unerschwinglich geworden, beziehungsweise schon eher auf der luxuriösen Seite, wenn man sowas dann machen möchte. Was dazu geführt hat, dass viele Leute Toronto verlassen. Also so gerade die letzten Jahre gibt es viele Menschen, die von Toronto weggezogen sind. Viele Kanadier, die zurück in Städte gezogen sind, wo sie vielleicht ursprünglich herkommen oder wo sie noch Familien haben, die gesagt haben, sie können sich das Leben in einer Kleinstadt leisten, aber nicht mehr unbedingt in einer Metropole wie Toronto. Und viele Einwanderer aus anderen Ländern, die wieder zurück in ihr Land gehen, also je nachdem, wo sie ursprünglich herkommen, beziehungsweise auch viele, die von zu Hause aus arbeiten und gesagt haben, es ist eigentlich egal, wo ich sitze, solange ich meine Arbeit von überall her machen kann. Und die Leute suchen sich halt einfach günstigere Länder, günstigere Städte, um von da aus arbeiten zu können. Weil, wie gesagt, Toronto ist mittlerweile relativ teuer geworden für die meisten. Das mit der Wohnungssuche ist halt, wie gesagt, sehr schwierig. Stand vor kurzem auch einige Artikel in der Zeitung, wo es darum ging, dass sie gesagt haben, wenn Leute neu sind oder gerade eingewandert sind sozusagen, oftmals gar keine Chance haben, eine Wohnung zu bekommen, weil sie weder Referenzen haben, noch eine Arbeit oder irgendwas, um die Vermieter zu überzeugen, dass sie die Miete zahlen können. Hier in Toronto ist es auch etwas anders. Also so der Standardvertrag hier ist, dass man mietet für ein Jahr, also sich für ein Jahr verpflichtet auf eine Wohnung und danach wechselt es dann zu monatlich. Und man kann dann halt monatlich oder alle zu 60 Tage Frist oder so den Vertrag kündigen. Das ist so der Standard hier in Kanada oder in Toronto. Wie man sieht, wird hier überall Downtown gearbeitet. Teilweise sind die Baustellen ziemlich alt. Führt leider auch zu einer Einschränkung des Verkehrs hier, des öffentlichen Nahverkehrs. Also hier auf der Queen Street, zumindest in diesem Abschnitt, fahren gerade keine Straßenbahnen mehr. Was es dann für viele Leute schwieriger macht, je nachdem, wo sie hinwollen.
Und mittlerweile hat man halt das Gefühl, dass hier in Toronto überall Baustellen sind. Also wenn man hier mit dem Auto fährt, muss man halt auch immer gucken, wo man gerade herfahren kann und wo gerade Straßen gesperrt sind. Ändert sich öfter mal. Hier ist das Rathaus von Toronto, also zumindest das Downtown. Gibt es viele Ämter, also wenn man hier was erledigen muss, irgendwelche amtlichen Sachen, die meisten Behörden findet man hier. Es kommt immer darauf an, was man oder wo man wohnt hier in Toronto. Also es gibt halt auch in jeder Nachbarschaft die verschiedenen Behörden, wo man hingehen kann, aber hier gibt es halt so die allgemeinen Sachen, die man braucht. Hier ist das Toronto Sign, was hier abends auch angeleuchtet wird. Viele Leute machen hier halt Fotos. Sieht aus, als wird hier gerade eine Demo vorbereitet. Also hier ist auch immer viel mit Demonstrationen und so weiter. Scheint gerade irgendwas unterwegs zu sein. Mittlerweile ist es November und wie man sieht, das Wetter ist immer noch sonnig und relativ warm. Dementsprechend viele Leute unterwegs. Ja. Also hier sieht man auch wieder, dass noch einiges gemacht wird. Ach, hier ist übrigens im Winter gibt es hier eine Eisbahn. Also hier kann man Schlittschuh laufen. Umsonst. Man kann Schlittschuhe mitbringen von zu Hause und hier gibt es dann halt auch teilweise Veranstaltungen auf Eis und das ist immer ganz nett. Der Platz hier ist übrigens auch der, an dem Silvester hier Konzerte stattfinden. Die sind dann kostenlos und danach dann halt auch immer ein Feuerwerk. Und das ist ganz interessant. Wie gesagt, hier sieht man nochmal das Toronto Sign. Abends wird es dann angeleuchtet. Hier sind wir jetzt auf der Queen Street. Hier geht es runter in den Path, was auch so eine Besonderheit ist hier in Toronto. Der Toronto Path oder Pfad ist quasi so eine Stadt, die unterirdisch angelegt ist, was gerade im Winter sehr, sehr bequem ist. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Geschäfte, Zugang zu Banken, viele von den Büros hier in Downtown, die haben ihre Gebäude auch zum Path connected. Das heißt, wenn man in der Nähe wohnt, kann man quasi von der Wohnung runtergehen in den Path, die U-Bahn nehmen, aussteigen und dann ins Büro gehen, beziehungsweise auf dem Weg dahin noch einen Kaffee holen oder in der Mittagspause sich sein Mittagessen kaufen. Und das alles ohne einen Fuß
auf die Straße zu setzen, weil sich alles im Untergrund abspielt, wo es halt warm ist. Und ja, man könnte quasi in dem Falle auch die Winterjacke zu Hause lassen und sich ganz einfach so von A nach B bewegen. Den Path gibt es allerdings nur downtown, also wenn man ein Stückchen weiter außerhalb ist, dann gibt es da keine Verbindung mehr. Hier ist die Oper von Toronto auf der linken Seite, wo halt auch viele Aufführungen stattfinden, Ballett etc. Hier downtown ist der Verkehr halt auch immer, das Verkehrsaufkommen sehr, sehr hoch. Gerade auch mit den vielen Baustellen hier in dem Bereich. Wie man sieht, sind viele Leute unterwegs. Hier auf der Queen Street gibt es viele Geschäfte, viele Restaurants.